on the beat. Einen wunderschönen guten Tag zusammen, liebe Freunde auf YouTube. Ich habe mir gedacht, heute machen wir mal ein Video über das Leveln ab oder nach einer Stufenerhöhung. Wir haben ja jetzt Umbar, wie man unschwer erkennen kann, draußen. Somit ist die Stufe von 140 in Lotro auf 150 angestiegen. Und viele machen sich da Gedanken oder fragen sich, was ist sinnvoll, was kann ich machen. Natürlich gibt es da einen Basic- oder einen Standardweg, den sich jeder denken kann. Gibt aber auch andere Wege, gerade für Menschen, die sehr viele Chars haben. Vielleicht auch irgendwie Wiedereinsteiger sind und nicht mehr so in dem aktuellen Stand im Game drin sind. Deswegen möchte ich euch ein paar Wege aufzeigen und ich hoffe, euch gefällt dieses Video. Viel Spaß! Wir beginnen mit der Schwerthalle. Die Schwerthalle ist eine Dreier-Instanz, die zusammen mit dem Düsterwald damals erschienen ist und dem Wahrgehege. Beides, sprich auch das Wahrgehege, sind super Instanzen, um euren Charakter unabhängig vom Questgebiet voranzubringen. Ihr könnt hier also im Prinzip joinen, von wo auch immer ihr gerade losjoinen wollt. Sprich, wenn ihr in Bre steht, über die Tastenkombination Steuerung J öffnet ihr das Instanzenfenster. Wenn ihr dort nach Schwerthallen sucht und diese Instanz seht, würde ich euch empfehlen, die auf T2, also Schwierigkeitsstufe 2 zu starten und maximal 10 Level über eurem Charakterlevel einzustellen. Man kann auch die Mob, also die Kill-XP der Monster mitnehmen. Dazu müsst ihr oder dürft ihr maximal 7 Stufen über eurem aktuellen Level sein. Hintergrund, warum man 10 nehmen kann oder auch eher sollte. Das Ganze ist gebündelt mit Missionen. Man sieht sie jetzt rechts hier klein am Rand. Diese Missionen geben euch natürlich auch XP, wie wenn ihr eine Quest abschließen würdet. Und ab 10 Level geben Quest XP, also wenn die Quest 10 Level über euch ist, gibt die Quest keine XP mehr. Weswegen man immer 10 oder drunter wählt. Alles in allem kann man dort auch super Materialien farmen für den Beruf. Dort droppen also unter anderem für den Gelehrten Dinge, aber auch für den Goldschmied. Das Wahrgehege parallel dazu ist hervorragend, um für den Schneider zum Beispiel Felle zu farmen. Jedoch ist bei dem Wahrgehege so, dass man dort nicht auf die Quests geht, sondern mehr auf die Mob-XP. Das heißt, da maximal dann 7 Stufen über eurem aktuellen Level einstellen. Des Weiteren ist es immer von Vorteil, ihr seht, ich habe hier den Rotbaden genommen, der hat super Flächen-Damage und gleichzeitig auch eine sehr kurze Castzeit. Somit ist eine hohe DPS, also eine hohe Schadenszahl pro Sekunde möglich. Und das Ganze beschleunigt das natürlich. Es gibt einen weiteren Trick bei den Schwerthallen. Ihr seht, wir sind jetzt hier gerade bei den Fledermäusen. Das ist die zweite Quest. Ziel ist es im Prinzip nach der zweiten Quest, sprich nach dem Erlegen dieses 6. Fledermaus-menschenartigen Geschöpfes, die Instanz zu verlassen. Gegenüber spawnt da schon der Fledermaus-Boss. Der beschwört kleine Fledermäuse und die möchte man skippen. Dadurch, dass man also die Instanz verlässt, kann man im Prinzip auch die Instanz rejoinen. Das heißt, man muss keine neue eröffnen, sondern kann in die alte wieder rein. Man sieht es hier, machen wir das gerade nach den Praktiken. Immer wenn ihr das macht, nehmt euch eine Stunde Zeit, schmeißt euch eine EP-Rolle mit 100%, vielleicht auch 200% und dadurch pusht ihr euer Level ungemein. Kommen wir nun zu einer weiteren Variante, um euren Charakter parallel zum Questen, zum Klassischen voranzubringen, nämlich durch Missionen. Missionen gibt es in sämtlichen Ausführungen, auch in verschiedenen Gebieten. Ich für mich habe den Erebor entdeckt, der zusammen mit dem Krieg der 3 Gipfel rauskam, kurz vor Gundabad. Der Trick hierbei ist, nach Anak-Khurfu im Erebor zu gehen. Da gibt es einmal einen Versammlungsraum, aber auch eine Art Wohnsiedlung, bei der ihr nördlich
in diese Hallen oder in dieses entsprechende Zimmer kommt, wo also dieser tägliche Missionsgeber steht. Diese Missionen könnt ihr einmal täglich machen, sprich alle 10 bis 11 Missionen, die einmal in Anakurfusch sind, einmal täglich, alle 24 Stunden erledigen und die im Besprechungsraum auch alle 24 Stunden einmal jeweils. Insgesamt kommt ihr in Summe dann auf etwa 15 bis 18 Quests pro Tag, die zusätzlich zu eurem Questen, wie auch immer, euch nochmal EP geben. Ihr seht, wir sind hier gerade am Mobs schnetzeln, das heißt, man hat parallel zu jeder Mission immer eine Quest und kriegt natürlich zu diesem Questabschluss nochmal die Mob-XP dazu. Es gibt einen kleinen Trick, weswegen wir hier kurz eine Sekunde warten, bis wir rausgehen. Und zwar gibt es den Trick, ihr seht hier den Questgeber. Man schließt also diese Aufgaben, ihr habt das oben kurz gesehen, nicht vollends ab nach einem Durchlauf. Würde ich euch raten, wenn ihr EP-Schriftrollen habt. Das heißt, macht alle Missionen zuerst und wartet mit dem Abgeben, bis ihr alle Missionen habt. Zu beachten ist, dass ihr pro Stunde oder pro 30 Minuten waren es, glaube ich, einen Instanzen-Lock habt, also eine Instanzensperre. Da kann es also passieren, wenn ihr diese Missionen innerhalb von 10 Minuten alle abgeben wollt, dann bei der 15. Mission auf einmal diese Instanzensperre aufploppt. Müsst ihr ein bisschen gedulden, macht parallel irgendwas anderes, was euch EP gibt. Und gebt dann den Rest ab. Ist ein super Trick, um schnell voranzukommen und meines Erachtens auch parallel nun von Vorteil, denn es gibt noch eine wöchentliche Aufgabe, die beinhaltet, also man muss dafür 15 Missionen laufen, wöchentlich. Und dann gibt es noch eine zweite, das sind 45 Missionen. Wenn ihr die 15 Missionen fertig habt, habt ihr auf dem 45 Missionen Quest, Weekly Quest, also die wöchentliche Quest, schon 15 drauf. Das heißt, ihr müsst nicht bei 0 anfangen. Als Belohnung gibt es dafür 3 Möglichkeiten, 3 Auswahlkisten. Eine ist für den Charakter, da ist eine EP, 100% EP-Rolle drin. Eine ist fürs Handwerk, da ist beispielsweise jetzt dieser neue Umbar-Splitter drin, der rote. Der kostet im Auktionshaus momentan so zwischen 200 und 600 Gold. Und eine dritte für euer legendäres Item. Nun gibt es noch eine, meines Erachtens, dritte Möglichkeit, die auch Sinn macht. Wenn ihr also nicht klassisch nur questen wollt, beziehungsweise schnell an euer Ziel kommen wollt, an die Endstufe, wären die Ettenöden, also das PvP-Gebiet, eine Wahl. Da gibt es natürlich servertechnisch Unterschiede. Das heißt, Evernight, der europäische Server, ist natürlich dichter besiedelt, frequentierter in den Ettenöden. Dort sind mehr Spieler als jetzt auf Belegaer, wo wir sind. Hat Vor- und Nachteile. Wenn ihr mehr Spieler habt, beispielsweise auf Evernight, habt ihr natürlich die wöchentliche Quest in den Ettenöden mit den Kills, also Tötungen von Monstern, schneller voll, aber könnt euch auch schneller pushen, also euren Freep, wie man den in Umgangssprache nennt, euren Spieler in dem PvP-Gebiet, euer Charakter, kurz gefasst, dadurch schneller voranbringen, wenn ihr mehr gegnerische Monster habt. Wir auf Belegaer machen hier gerade eine, wie nennt man das, eine Basis der Monster, nehmen die ein. Da gibt es parallel dann Quests. Täglich kann man bis zu, lass mich schätzen, 30 Missionen, also Quests dort bewältigen. Im Optimalfall macht ihr das zu dritt, viert. Jetzt natürlich nach dem Umbar-Update ist das Ganze etwas schwieriger geworden. Da würde ich empfehlen, 6 Leute zu nehmen. Am besten ein Tank, ein Heiler und der Rest DD. Vielleicht noch ein Supporter wie ein Kundi oder ein Schurken. Alles in allem, auch hier gilt wie bei den Missionen vorhin im Erebor, wenn ihr die Quests absolviert habt
und eine 100% Rolle habt, wartet mit dem Abschließen der Quests, schmeißt die Rolle und gebt alles auf einmal ab. Dadurch habt ihr die 100% natürlich nochmal dabei von der Rolle. Prinzipiell muss ich sagen, es ist Geschmackssache. Also nicht jeder mag PvP, gerade auch, weil die Ettenöden ja eine relativ kleine geschlossene Karte ist. Dennoch muss ich sagen, gibt das ein bisschen Abwechslung in das Spiel und lenkt etwas ab von dem klassischen Questen, bringe Kiste A nach oder Kiste oder auch von Auftraggeber A, Kiste B zu Auftraggeber B. Dadurch verliert ihr vielleicht, wenn ihr ein bisschen merkt, okay, meine Motivation lässt nach, nicht so schnell die Motivation und könnt euch ablenken mit euren Gefährten, mit eurer Sippe in den Ettenöden. So, meine Lieben, das wären meine 3 persönlichen Tipps an euch, wie ihr parallel zum Questen euren Charakter voranbringen könnt. Seht bitte das nicht allzu kritisch. Ich weiß, Herr der Ringe Online spielt man eigentlich wegen der Geschichte oder wegen den Büchern Tolkiens. Dennoch kann es sehr frustrierend sein, wenn man das Ganze also zum x-ten Mal macht in den Questgebieten. Da sind das 3 sehr abwechslungsreiche Aufgaben, die man parallel dazu machen kann. Zu Umbar kann ich noch sagen, questet Minimum 1 bis 2 Chars dort klassisch hoch, denn es gibt nicht nur die Ausrüstungsteile, die neuen, die euch etwas voranbringen, sondern auch Essenzen unter anderem, also diese neuen Essenzen, die es dort gibt, und für euren Belohnungspfad die Filigranmuster in Blau beispielsweise, aber auch in Gold zum Teil. Das heißt, seid dort nicht abgeneigt. Zumal ich also hier dieses Ambiente in Umbar hervorragend finde. Es ist sehr schön mit anzusehen, wie oder wohin sich das Spiel entwickelt. Meines Erachtens in eine sehr gute Richtung. Hiermit wäre das Video beendet. Ich hoffe, euch hat das ein oder andere gefallen und es war hilfreich für euch. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das YouTube-Projekt hier noch ein bisschen unterstützen würdet mit einem Daumen nach oben. Aber auch ein Abo würde ich mich sehr freuen. Ich habe gesehen, oder ihr wisst sicherlich, dass es im deutschsprachigen Raum sehr wenig Content Creator gibt für das Spiel. Weswegen ich mich ungemein freuen würde, wenn ihr mich dahingehend unterstützen würdet und mir die Möglichkeit gibt, weiterhin solche Videos von mir zu geben. Ich wünsche euch einen entspannten Tag, macht das gut.